Wave 6 ist released. Das heißt, mein Buddy Tim und ich gehen ein letztes Mal in die neuen Strecken. Doch vorher erst. Bin noch ein bisschen verplant. Tut mir leid. Kommt zum Anfang vom Ende. Wer ist die Strecke auf Deutsch? Rom, Rambazamba. Ah ja, stimmt. Okay, die Map unten kannst du dir wieder nicht angucken. Ja, die ist echt crazy. Ich habe diese Strecke genannt Paris auf Drogen. Okay. Aber ich lieb's, sag ich ganz ehrlich. Alles, was an Paris geil ist, ist hier einfach auf extrem. Oh, crazy, da gibt's so einen Maulwurf, mit dem du hochspringen kannst, oder wie? Ich hab's ehrlich gesagt gar nicht probiert. Also hier die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal andere Leute trifft, ist sehr hoch. Das ist die spanische Treppe. Kennt sich aus. Es ist sehr viel, was man da sieht, also schon crazy. Oh, und die Kurven sind alle so eng, es ist geil irgendwie. Jetzt gehen wir links lang, let's go. Oh, und das Wasser hier ist so schön. Ja, das ist dieser heftige... Was ist das, Brunnen? Wieso hast du eigentlich die CPU auf schwer gemacht? Ist das ein Problem? Keiner! Mal hier durchfliegen, geil. Schmeckt. Für die Challenge! Wow, die Green Shell. Was sagst du? Geile Strecke? Schon, ja. Würde schon sagen, ja. Ich würde sagen, es ist eine meiner Favoriten, aber die sind einfach alle geil. DK. Ist das jetzt die ähnliche Strecke wie das mit dem Schnee? Ja, ich würde sagen, so in der Theorie hat es einen sehr ähnlichen Aufbau, nur halt gespiegelt. Und es gibt auch wieder einen Gap-Cut, nur der ist hier deutlich schwerer als im Original. Aber ich finde, es sieht so sick aus vom Artstyle her. Ja, schön aussehen tut's bestimmt. Oder stell dir einfach... Riesig. Denk einfach mal drüber nach, wie Wave 1 aussah, wo wir jetzt sind. Ich finde es so crazy. Aber breit ist sie, ja. Und dann kommen hier diese engen Kurven mit dem Gap-Jump hier. Ja. Den mache ich nicht. Der ist echt easy eigentlich. Du musst halt nur den Drift vorher aufladen und die Kurve eng nehmen. Aber ansonsten... Was ist denn hier los? Ich bin gespannt, wie die sich online fahren wird. Vor allem, weil es am Anfang so breit ist hier alles oben, ne? Ja, ja. Also der das Item... sieht schön aus. Das Item-Chaos hier wird interessant, glaube ich. Oh, die Kurve hier muss ich noch irgendwie besser lernen, das seid ihr ehrlich. Und diese Kugeln, die sollen ausgespucktes Material sein, oder wo kommen die her? Weiß ich jetzt nicht. Kann auch einfach Geröll sein, was halt einfach sich vom Berg gelöst hat. Oh, Bruder, also diese Abkürzung als Scharfdriften kannst du ja wirklich vergessen. Was? Oh mein Gott. Zum Glück habe ich noch Mushroom. Ich habe gar nicht gerechnet, dass ich jetzt die Blue-Shell abbekomme. Ja, nice. Sieht schön aus, aber fahrerisch finde ich sie nicht so. Ja, die war noch nie was richtig Specialiges. Daisy Circuit. Das ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich noch die hässlichste Strecke in der ganzen Wave, weil du hier am meisten noch die klassische Normal Map hast, überall. Aber sieht trotzdem stark aus und der Soundtrack ist so geil. Boah, ganz schön eng an manchen Stellen. Ja. Wenn jetzt hier oben fahren. Ich finde es sauschwer da oben einerseits zu bleiben und andererseits halt dann auch noch Drifts zu machen oder sowas, ne? Also ich weiß nicht, ob es sich da wirklich lohnt für dieses eine Item da links. Das musste jetzt einfach mal sein. Du kannst auch hier durch, mit dem Mushroom eigentlich. Und dann kannst du hier durch die Gegend fliegen. Weißt du, oder? Du Schlingel. Nee, ist mein Item. Hä? Was? Zack. So, dritter werde ich nicht. Geil. Nee, die Map ist nicht geil, aber ist solide, würde man sagen, ne? Ach, das ist die. Welcome back, dude. Ja, muss man nur gucken, wo man lang fährt, ne? Ja, es ist tatsächlich gleiche Strecke, nur Runde 1 und 2 wurden verdreht. Glaubst du, ich kann mich noch erinnern, wie es hier lang geht? Aber Bruder, guck dir das mal an, wie geil es hier aussieht im Vergleich zu dieser Billo-Mod, die wir gespielt haben. Na gut, dieses Zeug in der Distance sieht ein bisschen scheiße aus. Darauf guckst du nicht. Ja, es sieht schon... Oh, wie das hier mit dem Wasser überall glänzt. Ah, das Feuer überall. Oh, geil. Aber überall sind ja Leute auch einfach. Wow. Ist es nicht geil einfach? Ich bin einfach glücklich. Ich finde es farblich einfach so schön alles hier. Okay. Dieses kalte Blau mit dem warmen Feuer. Es ist einfach schön. Ui, was ist denn hier los? Oh, shit. Ich finde es auch cool, dass hier überall diese Aale sind. Hier ist sogar ein Aal, der zuschnappt. Aber der mich bisher noch nicht erwischt hat und ich auch nicht ganz genau weiß, wie man davon erwischt werden soll. Aber naja. Was sagst du? Ist gut, ist gut. Die letzte Stadtstrecke. Oh nein. Und damit auch tatsächlich die letzte Tourstrecke. Das ist nicht crazy? Ich weiß immer noch nicht, warum sie die andere Piranha-Pflanzenstrecke nicht reingemacht haben. Bin gespannt, was dieser riesen rechteckige Fleck da hinten ist. Ist das so ein Marktplatz vielleicht? Nee, es ist Fußballstadion. Ich hab mal Mushroom. Jetzt kann ich mal hier die Abkürzung nehmen. Boah, Alter, also Scharfdriften ist ein bisschen schwieriger auf der Strecke. Ich find's ja crazy, dass extra für diesen Bereich hier, für diese 2 Sekunden, wo du im Museum bist, ist ein ganz eigener Soundtrack einfach gemacht worden, ne? Rechts, oder? Oh, nee! Ja. Nicht den Entwickler stören. Was sind wir denn jetzt hier? Ich finde es so crazy, wie sick das hier einfach aussieht im Vergleich zu anderen Ja. Perken, sozusagen, weißt du? Wie New York oder Sydney. Problem. Ich nehme mal Abstand von dir, ne? Nichts gegen dich, aber Social Distancing. Tim, wo reichst du dich hinein gerade? Entspann dich mal, ich hab hier zu kämpfen. Nein!
Boah, also da geht viel ab, finde ich. Ich finde die Strecke richtig... Umfangreich. Ja, ja. Ich finde die auch sehr stark. Kommt zu Rosalines Eisplanet, das ist glaube ich in Deutschland, ne? Ich glaube, ja. Strecke, die wahrscheinlich die andere Piranha-Pflanzenstrecke ersetzt hat. Achtung, Rutschgefahr, sag ich jetzt so nur. Das erinnert mich gerade an Trackmania. Penguin! Der Himmel ist ja crazy. Soundtrack ist interesting. Oh, man kann auch rechts lang fahren. Der Soundtrack ist irgendwie recht original geblieben, aber hat so leichte Alien-Vibes zu sich. Was, I guess, passt zu einer Galaxy-inspired Strecke. Da hinten sieht man, by the way, auch den ersten Planeten aus Mario Galaxy. Boah, es ist schon, also die Kamera hier ist nicht so geil in dieser... Ich weiß nicht, ob es genau an der Kamera liegt oder einfach halt an einem engen Streckenlayout. Au, 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 boy, Alter, ich hab fast noch... Das Ding ja nicht nach vorne, ne? Ja, mal probieren, ne? Mal probieren. Wie schmeckt. Ja, was passiert, wenn ich so mache? Fällt es da ab? Nee, das rutscht einfach raus. Ich glaube, in Marker 7 ist es abgeprallt. Alter, Ich habe mich selbst erwischt. Alter, ich fall hier gleich runter. Nein! Also du bist runtergefallen. Let's go, meine Chance. Nein, du hast mich überfahren. Hä, hau? Ja, wenn du runter... Oh! Oh mein Gott. Bruder, bei mir warst du noch vor mir. Oh Mann. Also ich muss sagen, tatsächlich ist das hier mein persönliches Highlight. Ich finde, die Strecke sieht extrem stark aus. Und wenn du auch mal überlegst, was das Original war im Vergleich dazu, holy shit. Also besseres Bowser's Castle als das, was wir haben. Fühlt sich gerade richtig schnell an irgendwie. Oh Gott. Oh, schubst du nicht runter. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Aber man biegt ja gar nichts mehr. Da waren ganz so viele Möglichkeiten, wo man lang fahren hätte können. Es ist eine kurze Strecke natürlich, wie eine SN-Strecke, die ist kurz. Ist tatsächlich auch wieder so eine Strecke mit dem Krokokopf, wenn du mal auf die Map schaust. Also grob gesagt. Nein! Aber ich finde, dafür ist die noch die abwechslungsreichste von den ganzen. Ich schaffe irgendwie nichts anderes, außer in der Mitte zu fahren. Wenn wir da halt perfekt hin. Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, was mich halt so begeistert an der Strecke ist, dass halt diese ganze Curvature, die du hier oben hast, erinnert halt auch irgendwie stark an Mario Galaxy, was einfach geil ist. So. Du kannst eigentlich quasi denken, alles, was mit Mario Galaxy zu tun hat, ist einfach geil. Das war ein Snipe, verpiss dich. Ja, was für Snipe, Alter. Du hast in den engen Gang eine Bombe reingeschmissen. So kann man ja nicht ausweichen. Ah, schön. Oh, gegen den Swamp. Cool. Final Race. Willkommen zurück auf der Wii Rainbow Road. Diesmal am besten ohne Crashes. Sieht aber echt ein bisschen anders aus. Ne? Ui. Ui. Das hat so einen ganz geilen, spacigen Effekt irgendwie. Das ist auch deutlich enger, als was wir gespielt haben. Oh shit, die Kurve. Oh, hast du die... What the fuck, hast du die Animation gesehen? Ja, ist geil, gell? Das war in Wii damals auch so. Ich kann es kaum glauben, dass sie das wieder eingebaut haben, Bruder. Allein dieser Punkt hat mich fast zu Tränen bekommen, Alter. Das ist ja geil, wie so ein Komet, der reinstürzt. Es ist echt so, ich bin so glücklich, dass sie das wieder eingebaut haben. Es ist so unnötig, aber sie haben es echt gemacht. Es ist einfach geil. Hier überall fliegen die Sternteile rum. Ach, es ist schön. Mal gucken, wie dieses Anti-Gravity hier funktioniert. Ui, ui, ui. Ach, Alter, dieser Jump ist echt close. Tatsächlich kann man ja auch diese eine Kurve einfach rüberjumpen, weil sie nicht weiß, ob das was wirklich bringt oder nicht. Oder ich bin nicht erst, was ist hier los? Digga, ich bin 7. Hallo. Moin. Ja, genau, mit dem Windschatten gönne ich mir das. Oh, da kommt eine Blue Shell. Was ich davon halte? Nichts. Nichts Gutes zumindest. Shit, ich habe jetzt kein Item, du schon. Ja, take that! Nein! Aus dem Weg! Da hole ich mir einen Win. Let's go. Verpiss dich doch. Oh, nee. Was sagst du? Geil? Geil.